Hallo Leute, das große Geld zu verdienen ist sehr einfach. Es ist nur wichtig, meinen Ratschlägen zu folgen. Heute sprechen wir über den am besten funktionierenden Strategien. Sind Sie bereit, mehr zu erfahren? Bleiben Sie bis zum Ende des Videos. Fangen wir an. Hallo Leute, kürzlich erinnerte ich mich an eine meiner alten Strategien und dachte, warum verwendete ich sie nicht in meinem Handel? Es gab eine Reihe von Videos, die genau diese Strategie gewidmet waren. Wir haben damit viele Male das Depot von kleinen Beträgen auf großen Summen beschleunigt. Und heute versuchen wir das Gleiche zu tun. Ich möchte mindestens $1000 aus 200 machen. Hoffentlich gelingt mir das und ich kann wieder einmal die Strategien testen, die früher mein Favorit war. Schauen wir mal, wie der Indikator Bollinger Bands auf dem aktuellen Markt funktioniert. Ich setze die alten Einstellungen 22 und 2 wirklichen Aufspeichern und das war's. Bis jetzt ist das der einzige Indikator, mit dem wir arbeiten werden. Und natürlich werden die Linien dieses Indikators, die obere und die untere Linie, als Zone für eine mögliche Umkehr verwendet. Dabei kann es sich um eine Unterstützungszone oder eine Widerstandszone handeln. Natürlich werden wir versuchen, zusätzlich nach hilfreichen Mustern auf dem Markt zu suchen. Das wird unsere Strategie nur verstärken. Deshalb werden wir heute versuchen, das alte Ergebnis zu wiederholen. Viel Spaß! Also Leute, lasst uns die Situation betrachten und den ersten Deal machen. Übrigens, für diejenigen, die nicht wissen, was für ein Indikator das ist und wie er funktioniert, lasst uns jetzt schnell ein kurzes Video ausschauen, das ich speziell für euch angenommen habe. Ich bin mir sicher, dass Sie nach Einsehen alles verstehen werden. Also, zurück zum Markt. Es sind noch etwa 30 Sekunden bis zum Abschluss des Geschäfts. Was sehen wir hier? Der Markt hat die untere Grenze des Indikators erreicht. Wenn wir uns an die Theorie erinnern, verstehen wir, dass dies die Grenze einer normalen Handelsspanne ist. Wenn der Markt also die normale Handelsspanne verlässt, wird er wahrscheinlich früher oder später wieder in die Spanne zurückkehren. Ich hoffe also, dass der Markt eine kleine Reaktion von der unteren Grenze bekommt und wir darauf einen Gewinn machen können. Wir bekommen eine wirklich unbedeutende Reaktion. Die neue Kerze bildet sich grüne an ansprechender, aber diese Lösung war nicht zu verlässlich. Also weiter geht's. Also machen wir hier den zweiten Deal. Dieser Deal ist diesmal von der oberen Grenze und es geht abwärts. Neben dem Signal des Indikators gibt es noch einen wichtigen Faktor. Hier ist eine Kerze mit einem großen aufwärtsgerichteten Schatten. Das bedeutet, dass es wahrscheinlich eine wichtige Widerstandszone gibt, die von den Verkäufern geschützt wird. Seitdem die Verkäufer auf den Markt gekommen sind, ist ein solch großer Schatten entstanden. Sehen Sie nur, wie groß der Schatten im Vergleich zum Kerzenkörper ist. Das bedeutet, dass diese Zone wahrscheinlich für große Verkäufe interessant ist, so dass die Grafik in nächster Zeit definitiv nicht steigen wird. Der Preis hat eine Reaktion aus einer bestimmten wichtigen Zone erhalten, die auch die obere Grenze des Indikators ist. So erwartungsgemäß erscheint solch eine große, schöne rote Kiste und bringt uns $180,30 an Nettogewinn. Super! Also Leute, der Preis berührt die untere Grenze des Indikators. Leider gab es keine weiteren bestätigenden Muster. Das Einzige, was ich erwarten kann, ist die Zone des Interesses. Sie ist ziemlich unscharf, aber ich habe trotzdem Hoffnung darauf. Der Kurs könnte sowohl auf diese Zone als auch auf die Grenze des Indikators reagieren. Eine Umkehr ist nicht notwendig, obwohl die allgemeine Tendenz nach oben gerichtet ist. Daher denke ich, dass die Grafik ohne Probleme von dieser Zone abprallen und weiter steigen kann. Hoffen wir, dass es dazu kommt, denn es sind noch 15 Sekunden bis zum Ende des Deals und wir werden $184 verdienen. Also beobachten wir gemeinsam und schauen Sie, was passiert. Super, alles genau nach unserem Szenario.
Auch hier gibt es einen interessanten Moment. Der Markt ist sehr nah an der oberen Grenze der Bollinger Bands. Idealerweise sollte es auch eine Kerze mit einem aufwärtsgerichteten Schatten geben. Aber auch ohne diese Kerze wissen wir, dass es in der Nähe eine Widerstandsmarke gibt. Der Preis hat sich übrigens beim letzten Mal von diesem Niveau eher entfernt. Hier sollte also zumindest eine Korrektur stattfinden. Hier ist bereits eine schöne rote Kerze. Das Wichtigste ist, dass der Markt zumindest in den nächsten 30 Sekunden auf diesem Niveau bleiben sollte. Also Freunde, bis jetzt ist alles erstaunlich, bis auf den ersten Deal natürlich. Er war nicht sehr zuversichtlich. Trotzdem sind buchstäblich 5 oder 7 Minuten vergangen und wir sind schon sehr nahe an unserem Ziel. Super, ich denke, wir sollten hier nicht mehr riskieren. Ich bin mir sicher, dass ein $130 Deal ausreichen sollte, um $1.000 zu erreichen, was unser ursprüngliches Ziel war. Lassen Sie uns eine geeignete Situation finden, um dieses Ziel reibungslos zu erreichen. Machen wir also einen Deal, um sofort zu fallen. Was sehen wir hier? Es gibt eine steigende Tendenz. Natürlich handeln wir jetzt gegen den Trend. Man sollte damit vorsichtig sein. Aber wir sehen, dass der Trend in letzter Zeit immer schwieriger wird. Die Korrekturbewegungen wird immer tiefer. Außerdem scheint dieser Trend durchbrochen worden zu sein. Den hier war ein Mindestwert, der gerade aktualisiert wurde. Wir orientieren uns hier nur an der nächstgelegenen Widerstandszone und der oberen Begrenzung. Ich hoffe wirklich, dass wir jetzt eine schöne Kerze sehen, die einen hässlichen Schatten nach oben wird. Vor allem aber sollte der Markt weiterfallen. Selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, denke ich, dass wir ein weiteres Geschäft eröffnen und den Verlust ausgleichen werden. Bislang ist der Kurs sehr nahe dran. Es ist unklar, ob wir den Gewinn bekommen oder nicht. Sehen wir. Wir haben diesmal das Pech gehabt. Es war sehr knapp. Wir machen ein $270 Geschäft, wenn wir hier fallen. Wenn wir im Gewinn schließen, werden wir unser Ziel erfolgreich erreichen. Oh Leute, es war so knapp, genau wie im ersten Fall, aber der Mann reagiert noch ein wenig, obwohl ich am Anfang gesagt habe, dass er riskant war, weil wir gegen den Trend eingestiegen sind. Jetzt spielt es keine Rolle mehr, was als nächstes passiert. Ich möchte Sie daran erinnern, dass ich heute eine kostenlose Handelssitzung auf meinem Telegram-Kanal durchführe. Wenn Sie also heute mit mir zusammen handeln wollen, klicken Sie gleich auf den Link in der Beschreibung. Also zusammenfassend kann ich nur eines sagen: Diese Strategie funktioniert immer noch. Nutze sie mit Bedacht, wenden Sie zusammen mit der technischen Analyse, vor allem mit Niveaus, und viel Glück an alle. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis bald. Tschüssi.